Die Morgensonne tauchte die Felder nahe des Uddavallava-Waldes in ein helles, weißes Licht, wo eine Gruppe sri-lankischer Bauern nach einer Nacht mit heftigen Regenfällen ihre Reisfelder inspizierte. Als sie die Grasfläche am Waldrand durchquerten, fanden sie zu ihrer Überraschung einen jungen Elefanten vor, der regungslos dalag und dessen Atmung schwer und schwächer wurde. Seine Augen waren geschwollen und rot, sein Körper zitterte leicht, als hätte er stundenlang Schmerzen ertragen, ohne dass es jemand bemerkt oder ihm geholfen hätte. Ein Mann bückte sich und leuchtete mit einer Taschenlampe in das Maul des Elefanten. Entsetzt sah er einen Berg schleimigen, übelriechenden Mülls tief in dessen Rachen stecken. Als sie die Gefahr erkannten, riefen sie sofort die Parkwächter um Hilfe, bevor sich die Vergiftung der Elefanten verschlimmerte. Nur 15 Minuten später traf das Ranga-Team unter der Leitung von Suren mit der gesamten notwendigen medizinischen Ausrüstung für den Umgang mit großen Tieren ein. Suren beobachtete die schwache Atmung des Elefanten und stellte fest, dass diese durch eine große Menge Müll in seinem Maul stark behindert war. Er bat alle Anwesenden, einen sicheren Abstand zu wahren, während er das Narkosemittel verabreichte, um zu verhindern, dass der Elefant plötzlich aufwacht und eine Gefahr darstellt. Die Injektionsnadel des Betäubungsmittels in die Haut des Elefanten verursachte ein leichtes Zucken, woraufhin er langsam in den für die Rettungsaktion notwendigen tiefen Schlaf glitt. Suren trug ellenbogenlange Handschuhe und schaltete eine starke Taschenlampe ein, um einen besseren Blick in die geschwollene, gerötete Mundhöhle zu erhalten. Als er das Maul des Elefanten öffnete, strömte ihm ein stechender Gestank nach verrottendem Müll entgegen, der alle Anwesenden einige Schritte zurückweichen ließ. Suren zog den ersten schwarzen Nylonbeutel heraus, der mit gelber Flüssigkeit getränkt war, woraufhin dem Elefanten besorgniserregend dicker, trüber Schleim aus der Kehle schäumte. Die Zuschauer hielten den Atem an, unfähig zu glauben, dass ein wilder Elefant eine so ungeheure Menge Müll verzehren konnte. Er griff tiefer und spürte die weiche, schleimige Schicht aus Ablagerungen, die an Zunge und Rachen des armen Tieres klebte. Als man die Styroporboxen herauszog, kamen zerbrochene Styroporkartons, fest zusammengebundene Kabelbinder und vergorene Essensreste zum Vorschein. Jedes Mal, wenn die Ablagerungen entfernt wurden, schäumte der Rachen des Elefanten mit mehr gelbem Schaum, was darauf hindeutete, dass die Verstopfung schon zu lange bestanden hatte. Suren gab seinen Teamkollegen das Zeichen, die Flüssigkeit ununterbrochen abzutupfen, um zu verhindern, dass das Maul des Elefanten überläuft, was ihm das Atmen erschweren würde, wenn er wieder zu Bewusstsein käme. Ein großes Stück Jutesack steckte tief in Surens Hals fest, sodass er es vorsichtig mit einer langen Pinzette Stück für Stück herausziehen musste, um das weiche Gewebe nicht zu beschädigen. Als der Sack vollständig herausgezogen war, waren alle verblüfft, denn er hatte fast die Größe eines kleinen Kissens. Suren griff noch tiefer hinein und entdeckte eine Schicht Angelschnur, die sich eng um den Zungengrund gewickelt hatte und schwere Verletzungen verursachte. Bei jedem herausgezogenen Abschnitt des Fischernetzes stieg gelber Schaum auf, was beweist, dass die Einengung dem Elefanten stundenlange Atemnot bereitet hatte. Er holte tief Luft und führte dann seinen gesamten Arm weiter ein, um nach verbliebenen Hindernissen zu suchen. Suren berührte ein hartes, gebogenes Stück Plastik, das einem Schild ähnelte, und verbrachte einige Minuten damit, es zu justieren und zu manövrieren, um es herauszuziehen, ohne die Schleimhaut zu verletzen. Als das Plastikteil entfernt war, atmete das gesamte Ranga-Team erleichtert auf, denn es war das gefährlichste Hindernis gewesen. Allerdings klebten noch immer viele kleine Plastikteile, die wie Haarbüschel eng zusammengerollt waren, in der Nähe seines Halses fest, sodass er weiter durchhalten musste. Suren wurde ein Hochleistungsscheinwerfer direkt in den Mund geleuchtet, damit er jedes einzelne Trümmerteil, das noch an der beschädigten Stelle hing, deutlich sehen konnte. Nach und nach wurde der Müll herausgezogen und zu einem riesigen Haufen neben dem Elefantenkopf aufgeschüttet, was viele Menschen fassungslos zurückließ. Der stechende, säuerliche Geruch, der von der verrottenden Müllmischung ausging, ließ alle die Nase zuhalten, aber Suren zuckte nicht einmal mit der Wimper. Nachdem auch das letzte Stück Plastikfolie entfernt worden war, überprüfte Suren sorgfältig, ob die Atemwege des Elefanten vollständig frei waren.
Er sprühte vorsichtig eine antiseptische Lösung in den gesamten Mundraum, um das Infektionsrisiko nach der Entfernung der Ablagerungen zu verringern. Das Team saugte die restliche gelbliche Flüssigkeit ab und half dem Elefanten so, wieder atmen zu können, ohne zu ersticken oder zu würgen, als er wieder zu Bewusstsein kam. Suan streichelte sanft den Kopf des Elefanten, um die Durchblutung anzuregen, und wartete, bis die Betäubung nachließ, damit das Tier sicher von selbst aufwachen konnte. Ein besorgter Anwohner fragte, ob der Elefant überleben würde, was die Atmosphäre noch angespannter machte. Suan versicherte ihnen, dass der gefährlichste Teil vorbei sei, aber sie müssten noch einige Minuten beobachten, um sicherzugehen, dass es wieder zu Bewusstsein gekommen war. Alle standen schweigend im Kreis und beobachteten jedes noch so kleine Zittern im regungslosen Körper des Elefanten. Nach einem Augenblick zitterten seine Augenlider leicht und sandten damit ein hoffnungsvolles Signal an alle Zuschauer. Der Elefant schüttelte sanft den Kopf und öffnete langsam die Augen, seine Pupillen waren müde, aber man sah ihm die Erleichterung deutlich an. Suan rückte näher und sprach mit warmer Stimme, um zu verhindern, dass es in Panik geriet, als das Bewusstsein allmählich zurückkehrte. Ein Anwohner legte, wie von Suan angewiesen, einen Bund Bananen vor den Elefanten, um dessen Fressverhalten zu testen. Trotz seiner Schwäche gelang es dem Elefanten, seinen Rüssel zu heben und eine Banane aufzuheben, was die Zuschauer zu Tränen rührte. Das Bild, wie es seine erste Banane ist, dient als Beweis für den unbezwingbaren Lebenswillen dieses Tieres. Suan lächelte leicht, erfreut darüber, dass seine Atmung mit jeder Minute ruhiger wurde. Der Elefant aß anschließend noch 2 Bananen und legte sich dann entspannt hin, ganz anders als erwartet. Als es sich aufsetzte, bemerkten die Dorfbewohner, dass seine Augen strahlender waren und seine Atmung viel regelmäßiger. Suan führte eine letzte Überprüfung der Atemwege des Elefanten durch und bestätigte, dass die Rückkehr in den Udawalawe-Wald völlig gefahrlos möglich war. Die Menschen hatten sich zu beiden Seiten aufgestellt und klatschten leise Beifall, als wollten sie sich von einem Gast verabschieden, der gerade dem Tod von der Schippe gesprungen war. Der Elefant drehte den Kopf und blickte Suan an, als sei er dankbar, dann schritt er langsam in Richtung Wald, sein Gang noch immer etwas träge. Die großen Fußabdrücke auf dem Boden ließen die Menschen den heiligen Moment, den sie soeben erlebt hatten, tief spüren. Suan packte die Rettungsausrüstung zusammen und dokumentierte den gesamten Vorgang akribisch, um dem Naturschutzzentrum Bericht zu erstatten. Die Menschen standen schweigend da und beobachteten die sich entfernende Gestalt des Elefanten, ihre Herzen voller Hoffnung, dass er sich vollständig erholen würde. Die Kinder rannten ein paar Schritte hinterher, blieben dann stehen und blickten aufmerksam in den Wald, wo der Elefant gerade verschwunden war. Am Nachmittag kehrte Suan zur Rangerstation zurück und war beim Anblick des Müllhaufens entsetzt über die schiere Menge. Er dachte bei sich, dass der Elefant wahrscheinlich nicht überlebt hätte, bis er gerettet wurde, wenn sie auch nur eine Stunde langsamer gewesen wären. 2 Tage später tauchte unerwartet eine große Elefantenherde in der Nähe des Reisfelds auf, wo der Elefant bewusstlos gelegen hatte. Den Leuten fiel auf, dass der gerettete Elefant inmitten der Herde umherging, gesünder aussah und sicherer ging als zuvor. Die Elefantenherde hielt einen Moment inne, als ob sie die Gegend überblickte oder nach Spuren des Elefanten suchte, der in Not geraten war. Die Kinder im Dorf jubelten begeistert, als sie beobachteten, wie die Elefanten ruhig und furchtlos über das Feld spazierten. Der gerettete Elefant berührte sogar mehrmals sanft mit seinem Rüssel den Boden, als wolle er vor seiner Abreise etwas Wichtiges markieren. Suan beobachtete das Geschehen aus der Ferne und lächelte, als es sich wieder in die Herde einfügte, als hätte es nie eine so schmerzhafte Tortur durchgemacht. In den folgenden 3 Tagen kehrte die Elefantenherde in das Gebiet zurück, und jedes Mal sah der junge Elefant gesund und strahlend aus. Die Menschen begannen, die Ankunft der Elefanten als Segen zu betrachten, als Zeichen dafür, dass die Natur ein fester Bestandteil ihres Lebens blieb. Manche glauben, dass der gerettete Elefant seiner Herde etwas mitgeteilt hat, angesichts seines freundlichen Verhaltens. Viele ältere Menschen sagten, sie hätten noch nie erlebt, dass eine Elefantenherde innerhalb weniger Tage so oft an denselben Ort zurückkehrte.
Suan bemerkte dieses ungewöhnliche Verhalten und glaubte, dass die Elefantenherde ihr Mitglied schützen wollte, indem sie regelmäßig nach ihm sah. Eines hatten alle Elefanten in ihrem Erscheinungsbild gemeinsam: die jungen Elefanten sahen von Tag zu Tag gesünder aus. Es ist in der Regel das erste Tier, das sich dem Dorf nähert, kurz innehält und dann der Herde tiefer in den Wald folgt. Die Einheimischen sahen darin ein schönes Zeichen, dass ihre Freundlichkeit mit dem Vertrauen der gesamten Elefantenherde erwidert wurde. Eine Frau sagte, als sie dem Elefanten nach seiner Rettung zum ersten Mal in die Augen sah, habe sie verstanden, dass er den Menschen zutiefst dankbar sei. Das glaubte auch Suan, vor allem, als er sah, wie es sich ihm jedes Mal aktiv näherte, wenn die Elefantenherde auftauchte. Ihre Genesungsgeschichte wurde zu einer inspirierenden Erzählung in ganz Udawalawe und verbreitete sich in vielen benachbarten Regionen. Alle schworen, dass so etwas nie wieder einem anderen Elefanten in der Gegend passieren würde. Und unter der strahlenden Sonne Sri Lankas besuchten die Elefanten weiterhin das Dorf, eine Erinnerung daran, dass Liebe immer Wunder vollbringt.